Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein erstes Plätzchenrezept für das Jahr 2025, denn ich weiß, dass ihr alle schon fleißig beim Backen seid. Das merke ich einfach an den Aufrufen meiner alten Videos, besonders der Klassiker, Zimtsterne, Vanillekipferl und so weiter, Makronen zum Beispiel. Heute habe ich euch ein Familienrezept mitgebracht. Es ist sehr lange schon überliefert in der Familie einer Bekannten, der lieben Sabine. Vielen Dank dafür. Und dieses Rezept, das sind die Freudentränen, das sind schokoladige Plätzchen, die mit Nougat gefüllt werden und in Schokolade getunkt, also ein wahrer Traum für Schokoladenliebhaber. Für diese Plätzchen benötigt ihr eine Mousse-Mandel-Ausstechform oder eben eine einzelne Tropfenform. Diese Form versuche ich in den Shop mit aufzunehmen. Ich kann es leider nicht versprechen, aber ihr findet auf jeden Fall bei meinen Plätzchenausstechern auch so eine einzelne Form ist dann dabei. Ja, und da November ist und wir alle Weihnachtsgeschenke suchen, zumindest wenn wir weit vorausplanen, was ihr wahrscheinlich alle tut, habe ich mir gedacht, ich stelle mal im Shop einen Black November ein und für den Code BLACKSUGAR25, da bekommt ihr jetzt 10% auf alles, den ganzen November lang. Also gönnt euch und euren Freundinnen und Familienmitgliedern das, was ihr euch schon immer gewünscht habt. Wir starten ins Rezept, aber bevor wir starten, bitte noch den Kanal abonnieren, die kleine Glocke drücken, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und das Rezept gibt es zum Ausdrucken natürlich auf meinem Blog www.sugarprincess.de. Dort findet ihr auch immer weitere Varianten meiner Rezepte, also schaut bei jedem Rezept unbedingt auf dem Blog vorbei, dann müsst ihr nicht mitschreiben und könnt ganz gemütlich ausdrucken und jetzt das Video genießen. Wir starten mit unserem Teig. Als erstes 175 Gramm weiche Butter in eine Rührschüssel geben. Die Butter sollte schon schön weich sein, damit wir sie jetzt gleich schön schaumig rühren können. Sie darf richtig schön geschmeidig werden und so ein bisschen die Farbe verändern, etwas heller werden. Dann geben wir unseren Puderzucker dazu, und zwar 100 Gramm Puderzucker und Vanillezucker, ungefähr ein Päckchen oder einen Esslöffel. Und ich gebe noch etwas Vanilleextrakt hinzu, ungefähr einen Teelöffel. Der Vanilleextrakt ist auch die einzige Änderung, die ich am Rezept vorgenommen habe. Das alles nochmal schön miteinander schaumig verrühren. Das darf ruhig so 5 bis 10 Minuten gerührt werden. So, wunderbar. Dann können wir unser Ei hinzugeben. Ein Ei. Dann kommen 6 Tropfen Rumaroma dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich klopfe einfach hinten drauf und dann habe ich meine 6 Tropfen. Und 2 Tropfen Bittermandelaroma. Dann kommt hinzu eine Messerspitze und da nehme ich einfach so einen Viertel Teelöffel Nelkenpulver, eine Messerspitze Kardamom, eine Messerspitze Zimt. Das sind unsere Gewürze und natürlich dürfen wir das Salz nicht vergessen, eine Prise Salz. Und dann werden wir nur noch Mehl und Kakaopulver gleich miteinander vermischen und hier unterheben. Aber das jetzt nochmal schön miteinander verrühren, dass wir eine homogene, schöne Butter, Zucker, Ei, Gewürzemasse haben. Was jetzt natürlich noch fehlt, um den Teig so richtig schön schokoladig zu machen, ist unser Mehl mit dem Kakaopulver vermischt. Und zwar 250 Gramm Mehl und hier gebe ich jetzt 30 Gramm Kakaopulver hinzu. Das ist natürlich Backkakao. Trinkkakao wäre da nicht das Richtige. Gerade schön miteinander vermischen, sodass unser Teig so richtig schön schokoladig wird. Und den Teig könnt ihr auch gerne am Vortag zubereiten und dann im Kühlschrank lagern. Der hält sich im Kühlschrank einige Tage. So, das jetzt hier hinzugeben und noch mit verrühren. Hier ist es dann auch sinnvoll, auf die Knethaken allmählich zu wechseln oder halt mit den Händen weiterzuarbeiten. So, noch eben mit den Knethaken zu Ende kneten und dann können wir den Teig auch schon kühlen. So, das langt auch schon. Nicht zu lange kneten, das gilt auch für diese Teige. Den fertigen Teig am besten jetzt einfach so auf die Frischhaltefolie geben. Der ist jetzt noch recht klebrig.
Und wirklich einfach erst kühlen, jetzt nicht noch Mehl dazugeben. Das muss so sein. Das wird sich gleich geben, sobald der Teig etwas gekühlt ist. Jetzt können wir hier anhand der Folie das einfach so ein bisschen zu einem flachen Rechteck drücken. Dann haben wir es nachher leichter mit dem Ausrollen. So, wunderbar. Der Teig geht in die Kühlung, fühlt sich gut an. Und dann werden wir uns wiedersehen zum Ausrollen und zum Ausstechen der Plätzchen. So, der Teig kommt aus der Kühlzeit. Eine halbe Stunde hatte ich ihn jetzt im Kühlschrank. Ihr könnt ihn auch einen Tag vorher zubereiten natürlich. Dann muss er etwas länger akklimatisieren. Und so kann man ihn gleich weiterverarbeiten. Meine Teighölzer habe ich bereitgelegt, das Rollholz. Und wichtig ist, dass die Plätzchen möglichst dünn ausgerollt werden, denn sie sollen ja zusammengesetzt werden. Wenn ihr sie nicht füllen wollt, dann könnt ihr sie auch auf 5 mm ausrollen. Die Teighölzer bekommt ihr auch bei mir im Shop, so wie eigentlich fast alles, was ich hier zeige. Etwas Mehl und dann steche ich mir einfach einen Teil des Teiges mal ab, denn dann lässt sich das viel einfacher ausrollen, als wenn man ein ganzes Stück nimmt. Und wir haben ja auch unseren Ausstecher hier, das heißt, wir rollen jetzt so aus, dass wir möglichst wenig Ausschuss haben. Denn je öfter wir die Plätzchen verkneten, desto weniger mürbe werden sie. Und das wollen wir ja vermeiden. Bisschen Mehl noch aufs Rollholz. Nicht zu viel Mehl verwenden, das macht den Teig dann leicht unansehnlich. Aber ein bisschen was brauchen wir schon. Ja, schauen, dass drunter nichts anklebt, deswegen hier drunter noch mal ein bisschen geben. Und jetzt schauen, dass wir sozusagen an den Rollhölzern entlang rollen auf die gewünschte Stärke des Teiges. Das Mehl gerne abfegen, damit wir keine unansehnlichen Plätzchen erhalten. Und jetzt können wir auch schon unsere Schablone anwenden. Bisschen hin und her bewegen, dann sind unsere Plätzchen schon ausgestochen und wir können sie gleich auf das Blech auswerfen. So, und ich verwende hier mein Sugar Princess Wellenlochungs-Backblech. Ist ein fantastisches Blech, das sich nicht verzieht. Ist made in Germany. Es wird bei mir um die Ecke hergestellt. Und ich habe es jetzt so rumgedreht. So rum wäre es für den Backrahmen geeignet. Und so rum ist es perfekt für die Backmatten geeignet, die ich euch auch im Shop nur empfehlen kann. Die sind fantastisch gut. Und jetzt können wir hier einfach vorsichtig unsere Plätzchen schon mal einfach rauslegen auf das Blech. Mit dem Finger vorsichtig drücken oder mit einem Gegenstand, mit einem kleinen Pinselchen. Die dürfen auch etwas enger liegen, denn sie gehen nicht viel auf. Also da kriegen wir schon einige aufs Blech. Und damit nichts am Ausstecher kleben bleibt, könnt ihr den Ausstecher auch vor dem Ausstechen nochmal leicht in Mehl drücken. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht und ihr seht, es klebt auch ganz wenig, nur an der Spitze so ein bisschen. Das sind wirklich wunderschöne Plätzchen, die da rauskommen. Und die haben auch eine geringe Backzeit. Ich habe den Ofen schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft könnt ihr vorheizen, wenn ihr mehrere Bleche auf einmal backen wollt. Also ihr seht, mit einer Mousse-Mandelform kann man da schon eine Menge Plätzchen ausstechen. 18, 20 Plätzchen mit einem Mal ausgestochen. So mache ich das jetzt mit allen und dann sehen wir uns gleich wieder zum Backen. Bisschen hin und her rückeln und ausgestochen ist. So sieht nun das fertige Blech aus mit den ganzen schönen Plätzchen. Los geht's mit dem Ganzen in den Ofen. Und wenn ihr mehrere Bleche gleichzeitig backt, dann stellt ihr natürlich auf Umluft, 160 Grad Umluft. So meine Lieben, so hübsch sehen unsere Plätzchen nun aus. Ich habe die oberen hier mal ordentlich angeordnet und unten habe ich sie einfach vom Silikon auf das Kühlgitter gegeben. Das geht auch, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind. Lassen sie sich einfach runterschubsen und wenn sie ganz ausgekühlt sind, dann können wir sie jeweils zu zweit zusammensetzen. Also wirklich sehr, sehr hübsch, fein und macht richtig Spaß mit dieser Schablone. Das geht richtig flugs. Die Plätzchen liegen bereit zum Füllen. Ich habe mir meinen Nougat auch schon geschmolzen. Da könnt ihr entweder ja eine Schokocreme zum Frühstück nehmen oder aber eine richtige Nougat-Masse, die es auch im Supermarkt in der Backabteilung gibt. Also da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier eine Nougat-Masse genommen und mir geschmolzen und die kommt jetzt in den Spritzbeutel mit einer Lochtöle, sodass wir einfach füllen können. Dann fangen wir mal an. Spritzen einfach so ein bisschen was drauf, einen Tropfen
Da muss man so ein bisschen rumprobieren, was am besten funktioniert bei der jeweiligen Größe der Plätzchen. Mein Nougat ist jetzt richtig schön flüssig, ein bisschen zu flüssig. So, und dann können wir die Plätzchen schon zusammensetzen. Einfach immer 2 aufeinander drücken, vorsichtig. Und dann darf die Nougatcreme etwas fest werden. So fülle ich jetzt erstmal alle meine Plätzchen und dann lasse ich sie antrocknen. Die Nougatmasse muss natürlich ein bisschen anziehen. Man kann sie dann auch mit der Backmatte einfach in den Kühlschrank stellen. Dann geht das etwas schneller. Und dann können wir die Plätzchen wunderbar noch mit der Zartbitterglasur überziehen. Schauen, dass sie alle schön aufeinander sitzen. Damit es schneller ging, habe ich jetzt meine gefüllten Plätzchen mal in den Tiefkühler gesteckt. Und die sind jetzt einfach schön fest geworden. Und jetzt kann man sie auch gut anfassen und einfach hier in die Kuvertüre tunken oder in die Glasur. Ein bisschen abstreichen und hier aufs Silikon setzen, dass wir sie nachher gut abkriegen. Ich habe jetzt insgesamt 4 Bleche Plätzchen rausbekommen und habe die ganze Nougatmasse verbraucht. Und dadurch, dass jetzt die Plätzchen in dem Tiefkühler waren, ziehen sie auch schön schnell an. Und sie lassen sich auf dem Silikon dann wunderbar wieder verheben. Und natürlich sind auch Varianten denkbar, zum Beispiel die Tränchen einfach noch mit etwas Goldpuder bestäuben oder mit Sternchen. Da sind eurer Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Ich hatte jetzt für die gesamten Plätzchen 200 Gramm Nuss-Nougat-Masse und habe damit wirklich alle gefüllt. Und es ist fast nichts mehr übrig geblieben. Wenn man was übrig hat, dann kann man auch noch etwas Nougat über die Oberseiten der Plätzchen spritzen, ganz dünn, sodass sich noch ein filigranes Muster bildet. So mache ich das mit allen meinen verbliebenen Plätzchen. Es sind wirklich eine Menge. So, zum guten Schluss natürlich noch servieren. Wunderbar gehen die kleinen Tropfen von meiner Matte ab. Und ich habe hier auf der Seite noch ein Blech mit etwas unansehnlicheren. Da hatte ich zu viel Mehl verwendet und da habe ich dann noch die restliche Kuvertüre drüber gedrisselt, sodass noch ein bisschen eine andere Variante entstanden ist. Und so können wir dann unsere süßen Freudentränen servieren oder natürlich auf einem Plätzchenteller mit anderen Plätzchen. Wunderschön! Ich kann sie mir auch ganz toll auf einem bunten Plätzchenteller vorstellen und ich finde, man kann sie das ganze Jahr überbacken, dann vielleicht einfach die weihnachtlichen Gewürze weglassen. Wenn man mal Lust auf Schokolade hat, jetzt nehmen wir mal einen. So sehen sie aus, schön gefüllt und mit einem Haps. Schmeckt wunderbar nach Schokolade. Nach dem süßen Nougat innen drin, dann wunderbar die Schokolade außenrum, die weihnachtlichen Gewürze. Also es ist ein sehr, sehr schönes und sehr feines Plätzchen. Lagern könnt ihr die Plätzchen wie immer mehrere Wochen in einer kühl gelagerten Blechdose, wenn ihr sie gut versteckt. Sie sind super lecker, sie ziehen auch noch durch. Einfach ein Schoko-Nougat-Traum. Unbedingt mal ausprobieren. Das waren die wunderschönen Freudentränen oder auch Schokotränen. Super süße Plätzchen mit einem Haps im Mund verschwunden und besonders toll für Schokoliebhaber geeignet. Passen das ganze Jahr, aber besonders schön natürlich auf den Plätzchenteller. Ich bin schon auf eure Fotos gespannt. Schickt mir alle eure wunderbaren Plätzchenteller. Ich will sie alle sehen. Und denkt daran, im Shop gibt es den ganzen November 10% Rabatt. Und da könnt ihr euch alles gönnen für Weihnachtsgeschenke oder einfach für eure Backstube. Da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Der Code ist BlackSugar25 und ja, alles weitere findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Hier auch den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Schaut unbedingt auf dem Blog vorbei. Da gibt es immer auch noch Varianten zu den Rezepten. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut. Bis bald und viel Spaß beim Backen.